Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 183, Thema Arbeit der Zukunft. Genau. Und wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Wörter, die ihr wirklich braucht, um über dieses extrem spannende Thema zu sprechen. Richtig. Aber bevor wir mit den Wörtern anfangen... Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Hört zuerst nur zu, achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Ja, genau. Da fassen wir alles nochmal in einer kleinen Geschichte zusammen. Also, lasst uns direkt ins Thema springen. Ich stand am Wochenende mitten in der Innenstadt vor diesen gigantischen Bürokomplexen. Du kennst die ja. Diese riesigen Glasgebäude, ja. Genau. Und da ist mir aufgefallen, es war ein Freitagnachmittag, die Hälfte der Fenster war dunkel. Es war fast wie ausgestorben. Da fragt man sich schon, wo sind die Leute alle hin und wie arbeiten die jetzt? Ja, das ist Wahnsinn, oder? Wir sind mitten in einer riesigen Veränderung. Und da sind wir auch schon direkt bei unserem ersten wichtigen Wort für heute. Das Wort lautet der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz. Auf Englisch ist das Workplace. Ganz genau, Workplace. Die einfache Erklärung dafür ist, das ist der konkrete Ort, an dem ein Mitarbeiter arbeitet. Früher war das eben dieser feste Schreibtisch in genau diesen großen Gebäuden. Richtig. Man hatte da sein Familienfoto stehen und seine Kaffeetasse. Ja. Und dieser Arbeitsplatz war irgendwie auch eine Identität. Man ging morgens zur Arbeit. Aber das ändert sich gerade total. Feste Schreibtische werden immer seltener. Viele Firmen versuchen jetzt, ihre alten Büros komplett neu zu machen. Und das ist unser zweites Wort. Umgestalten. Umgestalten. Auf Englisch sagt man to redesign oder auch to reshape. Genau. Und weil es ein Verb ist, müssen wir natürlich auch das Perfekt kennen. Das Perfekt ist, hat umgestaltet. Also zum Beispiel, die Firma hat das Büro umgestaltet. Hat umgestaltet, ja. Und die Bedeutung ist einfach. Einem Raum oder einem System ein neues Aussehen geben. Man verändert die Möbel, die Farben, die Struktur. Das ist ja ein bisschen so, als würde man sein eigenes Wohnzimmer komplett neu einrichten, oder? Man kauft neues Sofa, stellt den Fernseher woanders hin, nur eben fürs Büro. Die Firmen stellen dann oft Tischtennisplatten auf und Sofas, damit die Leute besser kommunizieren. Richtig. Aber oft bleiben die Büros trotzdem leer, weil die eigentliche Arbeit heute ganz anders funktioniert. Sie ist nämlich nicht mehr physisch. Und das bringt uns zu Wort Nummer 3, virtuell. Ah, virtuell. Das englische Wort ist fast gleich, nämlich virtual. Exakt. Virtuell bedeutet, man ist nicht physisch, also nicht mit dem Körper anwesend. Alles passiert über den Computer und das Internet. Wir sitzen also nicht mehr zusammen an einem Tisch, sondern in virtuellen Meetingräumen. Aber das ist doch, also ich finde das extrem spannend, weil virtuell arbeiten ist ja nicht einfach nur das Gleiche am Bildschirm. Wenn ich virtuell arbeite, dann fehlt doch dieser ganze kleine Plausch, das kurze Gespräch an der Kaffeemaschine. Absolut. Man trifft niemanden mehr zufällig. Alles muss geplant werden. Wenn du virtuell arbeitest, ist alles ein Videocall. Ja, genau. Was früher 3 Minuten gedauert hat, ist heute ein Meeting von einer halben Stunde. Richtig. Aber dafür haben wir heute viel mehr Freiheit. Und diese Freiheit wird oft mit einem ganz bestimmten Begriff beschrieben. Das ist unser 4. Wort. Die Flexibilisierung. Die Flexibilisierung. Auf Englisch Flexibilization. Ein langes Wort? Ja, ein langes Wort, aber sehr wichtig. Flexibilisierung bedeutet das Lockern von starren Regeln. Also zum Beispiel bei den Arbeitszeiten. Man muss nicht mehr pünktlich von 9 bis 5 im Büro sein. Aber ist das nicht auch totales Chaos? Ich meine, wenn jeder arbeitet, wann er will, der eine arbeitet morgens um 6, der andere nachts um 2. Es kann chaotisch sein, ja. Aber denk mal an Familien. Für Eltern ist diese Flexibilisierung oft ein Segen. Sie können die Kinder nachmittags abholen und arbeiten dann abends noch ein bisschen. Es macht den Alltag oft leichter.
Das stimmt natürlich. Man ist einfach nicht mehr so gebunden. Und das führt uns direkt zu Wort Nummer 5, das ich persönlich ja sehr cool finde. Das Wort heißt ortsunabhängig. Ortsunabhängig. Die englische Übersetzung ist Location Independent. Genau. Und das bedeutet, dass der geografische Standort total egal ist. Man ist nicht mehr an eine bestimmte Stadt gebunden. Ich schwärme da ja immer von diesen sogenannten digitalen Nomaden. Weißt du, die sitzen am Strand in Bali mit ihrem Laptop, trinken einen Cocktail und arbeiten ortsunabhängig. Ja, das ist das Traumbild, das viele haben. Du brauchst nur Internet und deinen Computer. Aber das erfordert auch extrem viel Disziplin. Wer ortsunabhängig am Strand arbeitet, muss sich stark organisieren. Er muss nämlich sehr selbstständig sein. Und da sind wir bei Wort Nummer 6. Selbstständig. Selbstständig, auf Englisch independent oder auch self-employed. Genau. Und die Erklärung auf unserem B1-Niveau ist, selbstständig bedeutet, dass man unabhängig arbeitet, ganz ohne ständige Aufsicht. Da steht also kein Chef hinter dir, der kontrolliert, was du gerade machst. Ja, man muss sich selbst motivieren, wenn man selbstständig arbeitet, gerade zu Hause oder am Strand, dann ist man sein eigener Chef im Alltag. Absolut. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, das würde uns wirklich sehr freuen. Also, wir haben jetzt über den Ort und die Freiheit gesprochen. Aber wer sind eigentlich die Leute, die so arbeiten? In den Nachrichten hört man ja ständig, dass Firmen Leute suchen. Sie suchen händeringend nach Wort Nummer 7. Genau, sie suchen nach der Fachkraft. Das ist unser 7. Wort, die Fachkraft. Auf Englisch ist das Skilled Worker oder auch Specialist. Richtig. Eine Fachkraft ist eine Person mit einer sehr spezifischen Ausbildung oder einem Studium. Jemand, der sein Fachgebiet richtig gut kennt. Aber warum schreit der Markt aktuell so extrem nach diesen Fachkräften? Gerade in der Technologiebranche, da fehlt es ja an allen Ecken und Enden. Das liegt daran, dass sich die Technologie so schnell verändert. Vor 20 Jahren hat man einmal etwas gelernt und das dann sein Leben lang gemacht. Heute reicht das nicht mehr. Die Welt dreht sich schneller. Eine Fachkraft von heute muss sich ständig verändern. Und das ist unser 8. Wort. Anpassen. Ah, anpassen. Auf Englisch heißt das to adapt oder to adjust. Genau. Das Perfekt von anpassen ist, hat angepasst. Er hat sich angepasst. Und die Bedeutung ist, dass man sich an neue Bedingungen oder eben an neue Technologien angleicht. Man ändert sein Verhalten oder sein Wissen, weil die Situation neu ist. Perfekt erklärt. Wer gestern noch mit alten Programmen gearbeitet hat, muss sich heute an künstliche Intelligenz anpassen. Es ist quasi wie ein Muskel, den man trainieren muss. Das sehe ich auch so. Aber anpassen klingt für mich immer so ein bisschen passiv. Weißt du, etwas passiert und ich reagiere darauf. Ich passe mich an. Aber in dieser digitalen Arbeitswelt muss man ja oft einen Schritt weitergehen. Und das ist Wort Nummer 9, weiterentwickeln. Weiterentwickeln? Auf Englisch? To further develop? Das Perfekt lautet, hat weiterentwickelt, zum Beispiel. Sie hat ihre Fähigkeiten weiterentwickelt. Genau. Und es bedeutet, dass man die eigenen Fähigkeiten verbessert und ausbaut. Man lernt aktiv neue Dinge dazu, um besser zu werden. Lebenslanges Lernen ist da das Stichwort. Weil ganz ehrlich, wer in der heutigen digitalen Welt stehen bleibt, der verliert. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, bist du schnell draußen. Stillen Kämmerlein. Die Arbeit ist heute extrem vernetzt. Und das bringt uns zu Wort Nummer 10, kooperativ. Kooperativ, das kennen viele vielleicht. Auf Englisch ist es to cooperate. Richtig. Und das Perfekt ist, hat kooperiert. Wir haben kooperiert. Die Bedeutung ist recht simpel. Partnerschaftlich mit anderen zusammenarbeiten. Wenn Abteilung A ein Teil fertig hat, gibt es an Abteilung B. Sie kooperieren. Genau, das ist das klassische Bild. Wie bei einem Staffellauf. Jeder macht seinen Teil und gibt dann weiter. Aber in der modernen Arbeitswelt reicht das oft nicht mehr. Es gibt ein neues Wort, das sehr ähnlich klingt, aber etwas anderes meint. Das ist unser Wort Nummer 11. Kollaborativ. Kollaborativ. Das englische Wort ist collaborative. Kollaborativ bedeutet, dass man komplett auf Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolg ausgerichtet ist. Aber warte mal, was ist denn da jetzt der genaue Unterschied zu kooperieren? Das klingt für mich im ersten Moment total gleich. Ja, das denken viele. Aber beim Kooperieren sind die Aufgaben getrennt. Ich mache meins, du machst deins.
Kollaborativ bedeutet, dass es oft um die Nutzung von gemeinsamen Netzwerken und Cloud-Diensten geht für ein ganz großes gemeinsames Ziel. Man arbeitet im selben Moment am selben Dokument. Ah, wie in einer Jazzband. Genau. Einer spielt, der andere reagiert sofort darauf. Ihr arbeitet gleichzeitig im selben virtuellen Raum. Das ist kollaboratives Arbeiten. Das erfordert aber wahnsinnig viel Vertrauen, wenn der Kollege sieht, wie ich gerade einen Fehler tippe. Total. Und es erfordert auch noch etwas anderes. Wenn alle so frei und kollaborativ von überall arbeiten, wer kontrolliert das dann? Niemand. Deshalb brauchen wir zwingend Wort Nummer 12, die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung, ein sehr starkes deutsches Wort. Auf Englisch Personal Responsibility. Genau. Die Eigenverantwortung ist die Pflicht, für seine eigenen Ergebnisse selbst einzustehen. Man ist selbst verantwortlich für das, was man tut. Weil wenn ich zu Hause sitze im Homeoffice, da habe ich keinen Chef im Nacken, der steht nicht hinter mir und sagt, mach dieses oder jenes. Ohne diese Eigenverantwortung funktioniert das ganze System nicht. Richtig. Du musst deine Zeit selbst planen. Du musst sagen, jetzt fange ich an und jetzt mache ich eine Pause. Und genau da liegt oft das Problem, oder? Viele Menschen können diese Grenze nicht gut ziehen. Und das führt zu Wort Nummer 13, überlastet. Überlastet? Das englische Wort dafür ist overworked oder overloaded. Und das bedeutet, dass man körperlich oder geistig am Ende ist, weil man einfach zu viel Stress hat. Die Arbeit wird zu viel. Ja, und das passiert im Homeoffice leider sehr schnell. Wenn der Arbeitsplatz im Wohnzimmer ist, dann schaltet man den Laptop oft abends gar nicht richtig aus. Man arbeitet ständig. Man ist immer erreichbar. Das ist so gefährlich. Ich kenne so viele Leute, die im Homeoffice komplett überlastet sind. Es ist diese ständige Alarmbereitschaft. Man wartet immer auf die nächste E-Mail. Und genau deshalb suchen Unternehmen und Entwickler nach Lösungen. Sie wollen die Mitarbeiter nämlich, und das ist Wort 14, entlasten. Entlasten. Auf Englisch to relieve oder to ease the burden. Genau. Das Perfekt ist hier, hat entlastet. Die Bedeutung ist, Dafür sorgen, dass jemand weniger Druck oder weniger Arbeit hat. Man nimmt ihm eine Last ab. Und da kommt oft die moderne Technik ins Spiel. Moderne Software und künstliche Intelligenz sollen uns genau diese Routineaufgaben abnehmen. Sie sollen uns entlasten, damit wir nicht mehr so überlastet sind. das ist zumindest die große Hoffnung, ja, dass der Computer die langweiligen Sachen macht und wir wieder durchatmen können. Und das Ziel von all dem, vom Entlasten, von der Flexibilität, das ist unser letztes Wort für heute. Nummer 15. Das ist das Wohlbefinden. Das Wohlbefinden. Auf Englisch? Well-being. Ein schönes Wort. Es bedeutet, dass man körperlich, geistig und seelisch gesund ist. Dass man sich einfach rundum gut fühlt. Ja, und mein Fazit als Expertin hier ist ganz klar. Ein Unternehmen funktioniert in der Zukunft nur dann wirklich gut, wenn die Mitarbeiter gesund und zufrieden sind. Wenn das Wohlbefinden hoch ist. Ohne das gibt es keine Innovation. Absolut. Wenn die Leute überlastet sind, kommen keine neuen Ideen. Das Wohlbefinden ist das Fundament. Wahnsinn. Das waren jetzt 15 sehr intensive und wichtige Wörter. Und wie versprochen, packen wir die jetzt alle zusammen. Genau, jetzt kommt unsere Mini-Story. Hört gut zu, alle 15 Wörter kommen in dieser Geschichte vor. Also, die Geschichte handelt von Maria. Maria ist eine extrem gut ausgebildete Fachkraft und sie beginnt heute einen neuen Job in einer großen internationalen Firma. Aber ihr neuer Arbeitsplatz ist nicht in einem grauen Bürogebäude. Er ist komplett ortsunabhängig. Maria sitzt in ihrer eigenen Wohnung, denn sie arbeitet nur virtuell von zu Hause aus. Am Anfang findet sie das super, aber bald merkt sie, es ist schwer. Zuerst ist sie total überlastet. Diese neue Flexibilisierung der Arbeitszeiten fällt ihr wirklich schwer, weil es gar keine klaren Grenzen mehr gibt. Ja, sie merkt, dass sie extrem selbstständig arbeiten muss. Niemand sagt ihr, wann sie Pause machen soll. Sie muss eine enorm hohe Eigenverantwortung zeigen, um nicht im Chaos zu sinken. Also entscheidet sich Maria für einen Neustart. Sie beschließt, ihr kleines Heimbüro komplett umzugestalten. Sie kauft einen besseren Schreibtisch und trennt den Raum optisch ab. Und sie merkt auch, dass sie sich innerlich anpassen muss. Sie beginnt, ihr eigenes Zeitmanagement aktiv weiterzuentwickeln. Sie lernt, klare Prioritäten zu setzen. Gleichzeitig wird sie immer besser darin, mit ihren Kollegen, die auf der ganzen Welt verstreut sind, über diese ganzen Cloud-Dienste zu kooperieren. Genau, und durch diese gute kollaborative Arbeit merkt sie plötzlich, wie es anfängt, sie massiv zu entlasten. Die Technik und das Team helfen ihr. Ihre digitale Arbeitswelt endlich gemeistert hat. Sie fühlt sich gesund und erfolgreich. Eine schöne Geschichte. Und so kann es im Idealfall laufen, wenn man lernt, mit diesen Dingen umzugehen.
Genau. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ja, das ist eine super Übung. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Psychische Gesundheit. ein sehr passendes Thema dazu. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.